Ich darf Ihnen Cornelia Smaller vorstellen. Einige von Ihnen werden sie schon kennen. Cornelia Smaller war, wenn ich das richtig verstanden habe, am Julius-Kühn-Institut. Bin ich noch. Okay, sie ist noch am Julius-Kühn-Institut und hat sich immer schon mit Fragen der Antibiotikaresistenz in der Umwelt befasst. Insofern passt das auch sehr schön in diesen One Health-Kontext. Und wir haben die Gelegenheit wahrgenommen, sie auch einzuladen, was zu erzählen zu einem ganz spannenden Beitrag. Das ist nämlich die gleichzeitige Problematik der Wasserknappheit und der Belastung der Umwelt mit Antibiotikaresistenz. Und sie wird uns jetzt in den nächsten gut 20 Minuten was zu diesem Themenkomplex berichten. Okay, also der Titel hat sich ein bisschen geändert. Das werden Sie hier sehen, weil den anderen Titel kannte ich vorher nicht. Also ich werde Ihnen heute jetzt etwas über die Problematik AMR-Resistenz in der Umwelt berichten. Da wir ja hier One Health Anspruch haben, ist, denke ich, das der erste Vortrag zu dem Teil der Umwelt. Meine Präsentation fokussiert primär auf organische Dünger, auf Beregnungswasser als Reservoir von Antibiotika-Substanzen, Resistenzgenen und mobilen genetischen Elementen. Und ich stelle die Frage, wie beeinflusst das Pflanzenmikrobiom und speziell das Resistom? Die Abbildung auf der linken Seite mit dem Menschen haben Sie wahrscheinlich alle irgendwo schon mal gesehen. Das Mikrobiom des Menschen ist ja durchaus derzeit in der Forschung sehr gehypt. Und genauso sieht das bei den Pflanzen aus. Pflanzen haben ein Mikrobiom und in jedem Teil der Pflanze ist die Zusammensetzung anders. Und ich werde dazu später noch ein bisschen was erzählen. Gestern Morgen in dem Vortrag von Herrn Pleetz hörten wir, was ich sehr gut fand, etwas über intrinsische Resistenzen. Und das ist ein richtiges Problem, wenn wir uns in die Umwelt begeben. Da haben wir nämlich ganz viele Bakterien, die intrinsisch resistent sind. Und warum sind sie intrinsisch resistent? Entweder, weil sie keine Targetzeit haben oder weil sie Inaktivierungsmechanismen besitzen. Aber hauptsächlich ist es Effluxpumpen, die sehr effizient sind. Und die sind bei pflanzenassoziierten Bakterien zum Beispiel normal. Daneben haben wir die erworbene Antibiotikaresistenz, die natürlich etwas mit der Nutzung der Antibiotika in der Humanmedizin oder in der Veterinärmedizin zu tun hat. Die beeinflusst natürlich die Zusammensetzung von mikrobiellen Gemeinschaften im Boden, an der Pflanze, und sie selektiert. Sie selektiert die, die resistent sind. Und ebenfalls selektiert sie oder induziert sie horizontalen Gentransfer. Hotspots, das ist sicher allen von uns bekannt, und da treffen sich jetzt auch bei diesen Hotspots die Veterinäre und die Humanrichtung. Natürlich die Kläranlage wird vor allem bedient durch Abwässer aus dem kommunalen Bereich oder aus dem Krankenhaus, während Gülle und Gärreste, die ebenfalls häufig zur Düngung genutzt werden, die kommen natürlich mehr aus der Veterinärschiene. Das Besondere ist, mit organischen Düngern bringen wir nicht nur Nährstoffe in den Boden, wir bringen auch Micropollutants in den Boden, wir bringen Gene, Resistenzgene und Plasmide und mobile genetische Elemente ein. Und diese Mischung wird mit den Bodenbakterien vermischt und die hat möglicherweise auch einen Einfluss auf die Pflanze. In meiner Arbeitsgruppe haben wir seit mehreren Dekaden, kann ich sagen, uns mit Gülle, Gärresten, Klärschlemmen, jüngst erst Beregnungswasser und hydroponische Kultur beschäftigt. Und uns interessiert genau dieser Pfad vom organischen Dünger zum Boden, zur Pflanze und zum frischen Produkt, mit dem
Darmmikrobiom arbeiten wir nicht, aber ich kann Ihnen verraten, da landen all diese Bakterien, wenn wir frische Produkte essen, weil wir die Bakterien natürlich in den Pflanzen haben. Ich möchte etwas zu den Methoden sagen, die wir nutzen und das passt jetzt ganz gut zu dem Vortrag, der vor mir gegeben wurde. Wir benutzen natürlich Genomics-Tools und wir benutzen auf der einen Seite DNA-basierte Methoden, das heißt, wir extrahieren die DNA direkt aus den Umweltproben und wir analysieren sie traditionell mit PCR, qPCR oder Amplikon-Sequenzierung. Wir haben auch Metagenome zu bieten. Ich zeige nachher auch eins. Aber auf der anderen Seite, und deshalb muss ich sagen, habe ich auch den Kritikpunkt am Vortrag vor mir, dass der Phänotyp, der ist extrem wichtig. Und die kultivierungsabhängigen Methoden sollten immer mitgeführt werden, weil nur so wissen wir, ob dieses Gen überhaupt den Phänotyp vermittelt. Wir haben dann noch eine Methode, die ist besonders attraktiv für mich, weil wir isolieren direkt aus den Habitaten, die wir untersuchen, mit einem Verfahren, was wir exogene Plasmidisolierung nennen, Plasmide. Und so können wir etwas sagen, was sind übertragbare Resistenzen in diesen Proben. Diese Tabellen will ich jetzt nicht im Detail zeigen, aber ich möchte kurz, das sind Güllen aus wirklichen Anlagen in Nordwestdeutschland und sind Zucht- und Ferkelbetriebe und das sind wirklich Güllen, die auf den Boden kommen als Dünger. Und was ich Ihnen aber mitgeben will, ist zum einen, sehen Sie hier eine Reihe von Plasmiden, die wir überall nachweisen können und die haben auch alle noch einen breiten Würzbereich. Und wir haben auch Integrons in der DNA, die wir aus den Güllen extrahiert haben. Das heißt, wir können ganz klar sagen, das ist ein Reservoir von Resistenzgenen und Integrons, aber wir können auch sagen, und Plasmiden, das hat mein Kollege Herr Kreuzig von der TU Braunschweig gemacht. Sie sind auch gut bestückt mit Antibiotika. Und natürlich, wenn wir mit Güllen arbeiten, sehen wir die Antibiotika, die im Stall verwendet werden. Und auch die Plasmide, die Resistenzgene sehen Sie hier. Das ist eine Auswahl. Und das ist die Limitation dieser PCR-Methoden. Wir selektieren für einige Gene. Und wir hörten gerade Metagenome. Metagenome sind schon toll. Sie sagen etwas, sie sind erstens teuer, muss man auch sagen. Und sie sagen etwas wirklich unabhängig von der Sequenzierung, aber es basiert natürlich alles auf unseren Datenbanken. Aber wir sehen, was sind die wichtigsten Resistenzgene, wie zum Beispiel das RB, TET-M und so, die sind wirklich alle sehr abundant. Sie kriegen ein Gefühl über die relative Häufigkeit und ich glaube, gestern war es, wo wir gesehen haben, dass sich das entsprechend vom Futter unterscheidet. Ja, die Zucht und die Mastschweine unterscheiden sich in der Zusammensetzung der Resistenzgene. Gärreste, man hat ja gesagt, die Biogasanlagen könnten eine Mitigationsstrategie sein, haben in der Tat weniger Plasmide und Resistenzgene, aber sie sind natürlich da und wir haben auch noch die Antibiotika, aber auch etwas reduziert. Jetzt kommt das mit dem Capture und ich versuche immer Leute auch aus anderen Richtungen davon zu überzeugen, dass das eine ideale Methode ist, eine Idee von transferablen Resistenzen zu kriegen. Wir mischen hier die Bakterien aus den Gärresten zum Beispiel mit E. coli, der GFP markiert ist, auf einem Filter über Nacht und dann selektieren wir sie am nächsten Tag auf Marker des Rezipienten und zusätzliche Antibiotika. Das kann man also sehr schön für ESBL machen, das kann man für Tetrazykline machen, was auch immer einen interessiert. Und
Das sind transferable Plasmide, die wir aus fast allen Gärresten isolieren konnten, und die waren alle INP1-Plasmide, hatten alle Integrons. Das heißt, ohne Kultivierung haben wir die direkt rausgeholt und damit gezeigt, ja, sie sind transferabel. Das heißt, wir haben nicht nur das Gen detektiert, sondern wir haben gezeigt, welche Resistenzen sind kolokalisiert. Eine Studie zu Klärschlemm, die wir auch erst in diesem Jahr veröffentlicht haben, vom UBA finanziert. Hier war die Frage, sind kleine Kläranlagen weniger ein Problem? Ja, wir haben die großen und die mittelgroßen und die kleinen Anlagen untersucht mit gleichen Methoden. Die hatten natürlich verschiedene aerobe oder anaerobe Stabilisierungsprozesse, das ist entscheidend, aber sie hatten auch, die einen hatten ja die hatten viel Abwasser aus Krankenhäusern dabei, das steht da auch im Hospital, an der Nahrungsmittelindustrie, und das zeige ich deshalb, weil man hier wirklich sieht, diese linke sehen wir hier, das sind alles Krankenhausabwässer. Da sind jetzt Amplicon-Sequenzierungsdaten. Das heißt, mit der DNA, die wir direkt extrahieren, sagen wir, wie ist die Zusammensetzung, und können also auch etwas sehen über Resistenzgene und mobile genetische Elemente. Hier, das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, dass man wirklich zur Kenntnis nimmt. Wir haben da nicht ein Antibiotikum drin, wir haben da sehr viele verschiedene Antibiotika drin, wir haben gleichzeitig Metallverbindung, Desinfektionsmittel drin, und die haben wir in dieser Studie alle bestimmt und haben dazu qPCR gemacht. Und alles, was in Rot ist, das ist korreliert. Ich weiß, dass Sie das nicht sehen können, aber Sie können sich vielleicht die Publikation in Environmental Microbiology dazu anschauen. Aber was wir sehen, ist, dass die kleinen Anlagen definitiv nicht weniger belastet sind als die großen. Das ist eine Message, und die andere Message ist, ja, wenn ich eine Kläranlage im Einzugsgebiet habe, das sehe ich. Das heißt, wir beeinflussen da die Zusammensetzung von Klärschlemmen, aber wahrscheinlich auch vom Abwasser. Damit möchte ich mich für den zweiten Teil konzentrieren auf das Pflanzenmikrobiom. Und das Pflanzenmikrobiom ist deshalb interessant, weil das essen wir ja mit der Pflanze, die wir im Salat haben. Und ein paar Worte dazu, wen finden wir da überhaupt? Proteobakterien, Firmicutes, Actinobakterien und Bacteroidetes sind die wichtigen Gruppen. Die Zusammensetzung ist wirklich abhängig von der Pflanzenart, von der Sorte, vom Pflanzenentwicklungsstadium, von externen Faktoren, die ich gleich betrachten werde. Und wir haben natürlich eine Botschaft: Je komplexer die mikrobiellen Gemeinschaften sind, umso geringer ist die Chance, dass sich ein Invader, ein Pathogen etablieren kann. Das heißt, eine Botschaft muss sein, das Pflanzenmikrobiom ist erstmal etwas Gutes. Das wollen wir nicht entfernen, weil sonst geben wir Humanpathogenen eine gute Chance. Und es wird halt einmal vom Samenmikrobiom, vom Boden, vom organischen Dünger und oberirdisch von dem Beregnungswasser, aber auch der Atmosphäre beeinflusst. Das ist ein bisschen komplex, aber wichtig ist mir die Botschaft, die Bakterien an Pflanzen sind eigentlich wichtig. Und was wir auch wissen sollten, ist, dass sie nicht gleichmäßig verteilt sind. Sie sind sehr patchy in ihrer Verteilung. Wir haben teilweise ganz extrem hohe Dichten. Das sind also Orte, wo auch Gentransfer stattfinden kann. Und wir haben natürlich genauso eine heterogene Verteilung der Nährstoffe. Jetzt kommt eine Folie, die vielleicht für die Humanmediziner überraschend ist. Lesen Sie sich kurz die Namen da oben durch: Acinetobacter, Burkholderia, Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Stenotrophomonas und Serratia. Das sind ganz typische Besiedler von Pflanzen. Das ist nichts Neues, ist aber wichtig im Hinblick auf die vielen Nosokomialprobleme, die es gibt, weil
All diese Bakterien haben Multiresistenzen, zum großen Teil natürlicherweise. Und sie können Biofilme bilden und sie haben sehr effiziente Effluxpumpen. E. coli ist eher ein sehr selten vorkommender Kandidat auf Pflanzen. Das kann man auch zur Kenntnis nehmen. Das heißt, normalerweise entgehen die einem, wenn man sich die dominanten coliformen Keime anguckt. Aber wenn man selektiert, sieht man sie natürlich. So, und eine Studie, die mich erst in den letzten Jahren auf die Idee gebracht hat, mehr die Pflanzen anzugucken, hatten wir eigentlich durchgeführt, weil wir eine qPCR-System für INK-F und INK-I-Plasmide etablieren wollten. Und diese Plasmide sind sogenannte Narrow Host Range Plasmide, sind typisch für E. coli und Verwandte. Und wir haben ja also wieder DNA-basiert exogene Plasmidisolierung und Plattierung gemacht, mit und ohne Anreicherung. Das ging eigentlich mit einem Studentenpraktikum los. Die Ergebnisse waren aber so interessant, dass wir das dann auch in MBio veröffentlicht haben, weil also diese Dinge, die wir untersucht haben, war Koriander, war Salat und Rucola, und die hatte ich vom Praktikum erworben. Und Sie können hier sehen, wenn Sie direkt plattieren, haben wir schon einige E. coli-Isolate, aber nur vor allem beim Koriander, der aus einem Asiamarkt kam. Und wir haben eine ganze Reihe von Resistenzen, die wir phänotypisch detektiert haben und haben Resistenzgene detektiert. Das ist das Ergebnis von Salatblättern über Nacht in Peptonwasser. Und Sie sehen hier ganz schön eine Vielfalt, und ja, die hätten wir alle nicht detektiert, wenn wir sozusagen direkte Plattierung gemacht hätten. Also die Anreicherung hat schon einen Sinn, und unter den Kollegen hier sind zum Beispiel auch Stämme, die BLA-CTXM haben und auch auf Plasmiden sitzen. In Australien, in Sydney, hat mein Kollege Steven Georgievich 120 dieser E. coli-Isolate Whole Genome Sequencing gemacht, und dadurch hatten wir eine Idee, was für Phylogruppen wir haben, Sequencing Types. Interessant war, alle oder ein großer Teil hatte Klasse 1 Integrons, und eine andere interessante Botschaft, und das wäre eine Frage auch an Whole Genome Sequencing Leute gewesen: Die Plasmide, die wir detektiert haben, konnten alle nicht assembliert werden. Das heißt, Whole Genome Sequencing hat Probleme, wenn wir nur Short Reads machen. Dieses Bild will ich nur deshalb zeigen, weil man sieht, wie komplex die Dinge sind. Das sind unsere 120 Isolate gewesen, und Sie sehen, dass wir ganz verschiedene Klasse 1 Integrons haben und teilweise extrem komplex, und da hätte man schon Schwierigkeiten mit Metagenomik, mit Short Reads. Das ist völlig klar, aber es zeigt die Diversität. Ja, aus diesen Salaten haben wir auch gecaptured, also mit diesem Capturing-Verfahren, was ich vorgestellt habe. Und Sie sehen, ja, da sind doch einige, die gut transferabel sind. Und man sieht, obwohl wir auf Tetrazyklin-Resistenz selektiert haben, haben wir doch eine schöne Multiresistenz, die häufig vermittelt wird und transferiert wird. Und man kann wirklich sagen, INK-F-Plasmide, INK-I-Plasmide, INK-P1-Plasmide kommen auch vor. Die sind häufig in Bakterien, an Salaten. Und die sind natürlich auch in der Klinik häufig. Jetzt kommt eine Botschaft, wo ich zeige, dass die DNA-basierten Methoden auch ihre Probleme haben. Wenn wir nämlich Gesamt-DNA, die wir extrahiert hatten, analysieren, sehen wir, dass wir in direkt extrahierter DNA INK-F und INK-I-Plasmide nicht nachweisen können. Und nur nach einem Enrichment können wir sie nachweisen. Das heißt, wir haben gestern Abend schon diskutiert, dieser zweiter Klasse Fehler, dass man etwas nicht detektiert, was es aber gibt, der ist hier sehr groß. Und auch bei der Metagenomik ist das der Fall. Das heißt, meine Botschaft wäre hier,
Polyphasic Approaches zu nutzen, also verschiedene Ansätze, ist vielleicht für das Surveillance-System nicht so geeignet, aber es ist wichtig, das zu wissen. So, ein paar Worte und jetzt kommen natürlich ein paar Folien, die sind nicht veröffentlicht, aber erstmal wollte ich ein paar Gedanken zur Nutzung von gereinigtem Abwasser vorstellen. Zur Nutzung als Beregnungswasser oder für hydroponische Kultur. Auf der einen Seite, aus der Sicht der Pflanze, ist es wichtig, dass diese Beregnungswasser wirklich die Elemente Makro- und Micronutrients enthalten, die die Pflanze braucht. Das ist gar nicht so einfach einzustellen, aber das ist der Grundgedanke, warum man Reuse auch machen will. Nicht nur, weil man das Wasser nutzen will, sondern die Nährstoffe, die man sonst energetisch, vielleicht aufwendig herstellen muss, gleich mit importiert. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt, aber es ist auch wichtig, dass da in dem Wasser keine phytotoxischen Substanzen sind. Zusammen mit Herrn Tenhagen und vielen anderen haben wir lange diskutiert über die Problematik Water Reuse und aus der Sicht des Menschen, die die Pflanzen verzehren sollen, ist natürlich die Qualität dieses Beregnungswassers sehr wichtig. Und da ist zum einen die Mikrobiomzusammensetzung, gleichzeitig die Präsenz oder das Nichtvorhandensein von humanen oder Tierpathogenen wichtig oder Viren, übertragbare Antibiotikaresistenzen, Mikropollutants. Und Mikropollutants sind ein echtes Problem. Das werden die Leute, die die Fachliteratur lesen, in den geklärten Abwässern sind typischerweise Pharmaceuticals drin und sind Antibiotika drin und das überall in Europa. Das ist publiziert, sind auch nicht meine Ergebnisse, aber das ist natürlich schon ein bisschen problematisch. Und man muss auch wissen, dass Abwasser, geklärtes Abwasser, nicht immer die gleiche Qualität hat. Wir haben da eine zeitliche und eine räumliche Diversität oder Variabilität.